Servus liebe Leute, Matti von Outdoor Kitchen mal wieder. Ja, heute mache ich eine Balkanspezialität und zwar eine Süßspeise, nennt sich Baklava. Aber ich sage euch gleich, das ist voller Kalorienschock. Also ich kenne kein Lebensmittel, das irgendwie mehr Kalorien hat als Baklava. Ist eigentlich eine türkische Spezialität, die auch bei uns auf dem Balkan sehr beliebt ist. Ja, man sagt irgendwie, der türkische Sultan, also wenn er Köche eingestellt hat, mussten die erstmal eine Baklava abliefern. Wenn die in Ordnung war, dann haben sie einen Job bekommen. Wenn nicht, Fuß vor die Tür. Ja, ich mache Baklava nicht für irgendeinen Sultan, sondern für euch heute und dann fangen wir mal an. Baklava ist ja ein Blätterteiggericht, deswegen Blätterteig. Nennt sich auch Yufka. Ich habe hier 2 Pakete Yufka mit jeweils 400 Gramm, also insgesamt 800 Gramm Blätterteig. Dann kommen noch 800 Gramm Zucker dazu und 250 Gramm Butter. Dann kommen noch Nüsse hinein, nach Wahl würde ich sagen. Ich habe hier 200 Gramm gemahlene Mandeln, 400 Gramm gemahlene Haselnusskerne und 200 Gramm Haselnusskerne fein gehackt. Dann eine ganze Zitrone, eine kleine Packung Pistazien gehackt und etwa 70 Milliliter Sonnenblumenöl. Ja, es gehen immer noch ein paar Kalorien mehr und dann nochmal 100 Gramm Zucker, den brauchen wir für die Füllung. Ja, als erstes bereiten wir die Agda vor. Agda ist das bosnische Wort für Zuckerguss. Dazu geben wir die 800 Gramm Zucker hier in diesen Topf. Und gießen Wasser auf. Und zwar so viel, dass es ungefähr 2 Finger breit übersteht. Verrühren das Ganze ein bisschen. Und den Zuckerguss lassen wir jetzt bei geschlossenem Deckel ungefähr 15 bis 20 Minuten lang köcheln. Wie gesagt, die Agda sollte nicht zu fest sein und auch nicht zu flüssig. Immer mal umrühren, schauen und ja, 15 Minuten dürften ausreichen. So, was wir dann machen, ich habe jetzt insgesamt 10 Blätterteige. Wir stapeln die aufeinander, legen das Backblech drauf oder unsere Form. Und schneiden hier mit einem scharfen Messer den überschüssigen Rand weg. Die unterste Lage besteht immer aus 3 Schichten Blätterteig, die wir einfach so übereinander legen. Ja, nun wird die Butter mit dem Öl in dem Topf geschmolzen. Aufpassen, die Butter sollte nicht braun werden. So, nun geben wir das Butter-Öl-Gemisch hier auf die unterste Lage. Verteilen das schön, sodass alles schön durchtränkt ist. Kann ich einen Pinsel zur Hilfe nehmen. Dann geben wir die Nüsse darüber. So, dann geben wir wieder eine Lage Blätterteig darüber. Wenn die so ein bisschen kaputt sind, das ist nicht schlimm. Wir werden auch die Reste verwerten. Durch den Zuckerguss nachher bindet sich das sowieso alles wieder zusammen. Etwas Butter drüber, verstreichen und dann wieder Nüsse. Ja, die Verschnitte haben wir ja auch noch, die habe ich jetzt mal entgegengesetzt draufgelegt, müssen wir ja nicht wegwerfen. Und dann nochmal eine Lage Blätterteig, wieder mit Butter bestreichen und mit Haselnuss bestreuen. Wenn der Blätterteig ein bisschen trocken wird und das wird ja schnell an der Luft, einfach ein bisschen Wasser drüber geben.
So, nun folgen nochmal zum Abschluss 3 Lagen Blätterteig. 2 davon werden mit Öl und Butter bestrichen und die dritte funktioniert quasi als Deckblatt. Der Blätterteig wird sehr, sehr schnell trocken an der Luft. Manche wickeln ihn in Folie ein, meiner Meinung nach nicht notwendig, wenn man sich Wasser zur Hilfe nimmt. So, dann kommt die letzte Lage drauf. Wie gesagt, wenn es ein bisschen zu trocken ist, einfach ein bisschen Wasser drüber. Mit dem Messer hier die Ecken nacharbeiten, bei Bedarf etwas abschneiden, wenn was übersteht, oder hier mit reinstopfen. So, sieht doch ganz ordentlich aus. So, nun schneiden wir die Jufka in Rauten oder Diamanten. Dazu fangen wir hier an dieser Ecke an und gehen diagonal in die nächste Ecke. Ja, jetzt kommt die Baklava in den Backofen. Erstmal 15 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze und dann drehen wir die Temperatur runter, ungefähr eine halbe Stunde bei 150 Grad und dann dürfte sie fertig sein. Oh Mann, ich habe so lange kein Baklava gegessen, ich kann kaum reden, mir läuft so das Wasser im Mund zusammen, ist auch ganz gut so, ich bin fett genug, aber ich kann euch wirklich sagen, ich freue mich wirklich sehr darauf, es ist einfach köstlich. So, die Baklava ist fertig und jetzt machen wir den Zuckerguss oben drüber, schön in die Rillen rein. Den Zuckerguss gleichmäßig verteilen, auch in die Ecken. So, wir haben den Zuckerguss verteilt auf der Baklava und jetzt müssen wir das Ganze noch etwa 10 Minuten pressen. Ja, dazu legen wir am besten das Holzbrett hier oben drauf und beschweren das Ganze mit so einem schweren Stein. So. Wenn ihr keinen schweren Stein findet, könnt ihr auch einen Tresor oder sowas nehmen. Ja, das Ganze machen wir jetzt so ungefähr 10 Minuten, muss der Stein drauf bleiben, damit das alles schön zusammengepresst wird. So, nach 10 Minuten befreien wir die Baklava wieder. Machen den Stein weg und drücken nochmal mit den Händen nach. So, sieht doch schon mal gut aus. Der Zuckerguss ist gut eingezogen, so wie das aussieht. Und jetzt bestreuen wir das Ganze nochmal mit gehackten Pistazien. Ja, so sieht dann unsere Baklava aus. Die muss jetzt noch für 1 bis 2 Tage in den Kühlschrank, wo sie schön durchziehen kann. Dann schmeckt sie am besten. Aber so lange kann ich nicht warten. Ich muss jetzt einfach mal probieren. Von der Form her hätte man sie sicherlich ein bisschen schöner hinkriegen können. Also einen Job beim Sultan, den kann ich mir wahrscheinlich abschreiben. Ja, um die Optik geht es mir auch nicht so sehr, sondern mehr um den Geschmack. Und ja, dann wollen wir mal probieren. So, dann probiere ich mal die Baklava. Wie gesagt, nach 1 bis 2 Tagen, wenn die schön durchgezogen ist, wenn sich der Zuckersirup schön gelegt hat und die Baklava fest ist, auch kalt, schmeckt die natürlich sehr gut. Ich probiere sie jetzt einfach mal warm, weil ich bin voll aufgeregt. Ja, gucken wir mal, wie das schmeckt. Schmeckt jetzt schon geil. Ich will mir gar nicht erst ausmalen, dass es in 2 Tagen ist, aber richtig gut, aber halt zu viel sollte man nicht davon essen. 1 bis 2 Stück am Tag reicht auch voll und ganz. Auch mit diesen Nüssen, das ist einfach... Auch wenn ihr einfach mal beißen könntet. Der Hammer. Da macht Fettwerden richtig Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, einen vollen Mund spricht man nicht, aber ich muss ins Bett. Ja, schreibt was in die Kommentare. Und ja, über Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ich muss jetzt die Baklava in den Kühlschrank bringen und ja, haut rein.